Na gut. I'm leaving the base. Going after the convoy. Toi, toi, toi. Ne? Einfach geradeaus, ne? Bis mein Navi was anderes sagt. Also von einer Skala von 1 bis 10. Wie beschissen wäre das, wenn der Rover hier zusammenbricht? Was ist das? I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Jasna. Nothing guarantees it works. I didn't even... Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Ich durfte da nicht rauf. Och Mann, oh. Ich will zumindest reingucken. Aber Hauptsache hier liegt wirklich eine fliegende Untertasse. Yeet. Doch nicht so Yeet. Huh? Where have you gone, buddy? Astrogator, one of the robots moved away from the perimeter. It stands all by itself, on a distant hill. It's active, I guess. Doesn't it know how to get back? Do you think it's worth investigating? I guess everything's worth investigating now. I've driven into a side location. They were very active here too. Obtaining research material from the walls surrounding the valley. Ich steig mal aus. Cutting out blocks of rock. Were they performing geological research? Das ist ein Stein. Er hat Augen. Lustig aus. Not necessarily. In these blocks, there are inorganic objects. Solid, metal, sharp-edged lumps. Ein Foto von der Untertasse. Das haben wir schon gesehen. Danke für nix. Okay. Na, was haben wir hier Schönes drin? Unterlagen. Achramianische Monographie. Nach 2-jähriger Forschung hat das Team von Kosmoethnographen und Kosmoarchäologen, das unter meiner Leitung steht, folgende Hypothesen über die Bewohner des 6. Planeten der Zeta des Sternbilds Lyra, Serant Imsta, aufgestellt. Es handelte sich um bewusste und humanoide Wesen, die in einer technologischen Zivilisation lebten und Maschinen besaßen, die mit Strahlungsenergie betrieben wurden. Sie bauten sowohl Automaten, die auf die Zusammenarbeit mit ihren Konstrukteuren spezialisiert waren, als auch primitive Automaten, sich ihrer Einfachheit zum Trotz dank ihrer hochspezialisierten homöostatischen Mechanismen leicht an raue Umweltbedingungen anpassen konnten. Die Spezies war mit der sonnenorientierten Astronavigation bestens vertraut, wie die auf den umliegenden Planeten lokalisierten Überreste ihrer Raumschiffe zeigen.
Von den Trümmern sind nach all den Jahren und aufgrund der ungünstigen astronomischen Bedingungen jedoch nur noch einzelne Metallplatten und Platinkisten übrig geblieben, von denen wir annehmen, dass sie eine ähnliche Funktion wie unsere Computer hatten. Rückschlüsse auf die Zivilisation der Bewohner von Zerand-R können nur auf der Grundlage dieser Überreste gezogen werden, da Zerand-Rs vor etwa 7 Milliarden Jahren infolge der benachbarten Nova-Explosion verglühte. Der Globus versank für mehrere Jahrtausende in der Chromosphäre der Nova, wobei die Temperatur zeitweise 10.000 Grad oder mehr erreichte. Unter diesen extrem ungünstigen Bedingungen verformte sich das felsige Fundament der Kruste, die Ozeane verdampften und jegliche Spuren der Zivilisation wurden ausgelöscht. Die auf benachbarten Planeten gefundenen Überreste lassen jedoch die Hypothese zu, dass die Bewohner der Lyra-Konstellation kurz vor der Nova-Explosion Rettungsraumschiffe zu anderen Globen von Lyra ausgesandt hatten, um nicht nur ihr Leben, sondern vor allem ihre Zivilisation zu retten. Wir haben jedoch keine Beweise dafür gefunden, dass Exemplare dieser Spezies bis in unsere Zeit überlebt haben, und unser heutiges Wissen über die Lyra-Bewohner basiert hauptsächlich auf Hypothesen und Spekulationen, die mangels weiterer Beweise wahrscheinlich nie bestätigt oder widerlegt werden können. Das lese ich nicht vor. Okay. Das war's schon. So, schauen wir mal, wo muss ich überhaupt tanken? Achso, geradeaus rechts. Oder ist links noch irgendwas? Mal kurz luschern. Auch wenn er eine Sackgasse ist, ich werde trotzdem gucken. Bis hier noch ein Secret ist oder irgendwas. Ja, sieht schlecht aus. Satz mir nix, das war wohl nix. Also so ein richtiger Formel-1-Rennwagen wollte das hier wohl nicht werden. Naja, nicht so schlimm. Rockel die Rockel. So, jetzt fahren wir nach links Richtung Untertasse. I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh thousands of tons. The ship that brought all of this must be Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal? Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. 2 modules were placed nearby. The first one looks residential. Hinterlasse ja Fußstapfen, oder? Ach nee, dachte kurz. Naja, ich wollte erst kurz das Ding hier checken, bevor ich da zum wichtigen Part komme. Da leuchtet was. Pong!
Ich kann Pong zocken. Oh Gott, das war knapp. Mal gucken, wer gewinnt. Sehr gut, guck mal, 9 Ballwechsel haben wir schon. 10 Ballwechsel. Ja, das ist den Sound schon gewechselt. Eieieiei. Nein! Schade. Komme ich hier raus? Jetzt. Okay. Wir sind ja nicht zum Zocken hier, ne? The second one is a mobile laboratory. How far to that convoy? Oh, not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Ein Loch im Boden. Das sieht da richtig einladend aus. Oh. Holy Macaroni. They excavated a lot of different objects in terms of shape and size. I tried to arrange them somehow to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. Okay, das war's von hier. Jetzt gehen wir mal zum Loch. Bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Da ist wirklich Neid in seiner Stimme. Das war ein bisschen schon genervt auch davon. Ach du Scheiße. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. So, Thumbnail-Shot. Katsching. Und ab geht's. Geh mal näher ran. Ich kann nicht reinfallen. Sieht ja richtig crazy aus. Scheiße, wie komme ich hier raus? Achso. Da habe ich kurz nicht drüber nachgedacht, dass ich wieder raus muss. Krasses Pferd. Ich fahre noch mal kurz zu dem anderen Ding dahin. Gucken wir das mal an. Wo ich meine Reise fortsetze. Aber ich kann den nicht betreten, oder? Von hier aus nicht so aus.
Und wohl auch von hier aus nicht weiter. Oder fahren wir jetzt da lang? Wird schon schief gehen. Boah, der kämpft ja richtig, hier hochzukommen. Holy shit. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. So I'd rather keep going than stop for a pointless reconnaissance. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes, and then I'll find out whether they're still there. It's a rather modest tactical report, but I won't insist. Please keep going. Was wird denn jetzt so schnippisch? I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. Muss ich hier anhalten? Och, dein Ernst. The road is blocked. Seems like a sidewall collapse. How typical of the Alliance. Did it... The radiation level is rising rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh? So you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Oh, Text. Ah, kommt hier jetzt, glaube ich, der Demo-Abschnitt, oder? Ah, ich erinnere mich nicht mehr ganz an die Demo. Ist schon so lange. Doch, das ist der Demo-Abschnitt. And there's another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Ja. Oh no. Gut. Astrogator. They're dead. Hoffmann. So you found someone. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that killed them? Just what the hell? Hoffmann und New... Nee, Nimk irgendwas. Ja. Ja. Oh, another hole. Great. Ja, da, guck mal, da wollte ich ja eigentlich hin. Last time it turned out to be quite hazardous. True. Okay. I'm getting into the antimatter recorder. Ja, da haben wir schon Übungen drin. We have here. They were preparing for departure. Okay. The convoy's heading somewhere. Da waren wir. Oh, warte. They're getting close to where I am. Da war was anzuklicken. I was there. It's the location
station with the giant cranes. Right Nein. before they lifted that strange artifact above ground level. They're here, sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. You need to know what to expect there first. Shame. Those containers. Ach scheiße, ich wollte noch gar nicht drücken. Transporters. I wonder if it's still nearby. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Don't you want to know what happened, sir? I do. Next slide. Ach scheiße, ich dachte, die wären fertig. Running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Rightly so. I'd be scared out of my mind if not for our link. You help me keep it together, sir. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? Jetzt wird's interessant. There's nothing else. Only darkness. Can't you see what it was aiming for? Total panic. Everyone's trying to escape. Nein. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis III doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagship. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One of them's raising his hands. He's surrendering. Tja. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Pew! Junge. The machine just killed him. Oh, fuck. Yasna? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all.
The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, yes. Proceed. Kann ich aus dem auch noch Fotos ziehen oder ist der zu zerstört? Das sieht mir nach zu zerstört aus. Ja, da habe ich keine Chance. Ich gehe da jetzt rein und jetzt bin ich sehr interessiert, was hier abgeht. Ich glaube, obwohl...